Was kann ich den PvP-Titel mir solo farmen oder ist dafür auch Sperre für 30 Minuten? Da ist auch Sperre für 30 Minuten. Nach 4 Duellen. Kannst du nicht solo farmen, ist unmöglich. Du kriegst ja irgendwann keine Punkte mehr, also abhängig davon. Also ich glaube, die Punkte sind abhängig davon, wie viele Punkte du hast versus wie viele Punkte dein Gegner hat und welche Leveldifferenz zwischen euch liegt. Meine ich zumindest. Also das heißt, unabhängig von der Leveldifferenz, wenn du viel mehr Punkte hast als dein Gegner, kriegst du irgendwann kaum noch Punkte für gewonnene Duelle. Also du kannst es schon machen. Ich habe vergessen, wie viele Punkte das Maximum waren. Aber waren das nicht auch bei Flive Universe? Ich habe ein Video drüber tatsächlich, aber es ist schon ein bisschen länger her. Just watch the video. Aber es gibt irgendwie 10, 12 Titel für jede Klasse. Und so ähnlich wie bei Flive PC. Also ich glaube, der höchste Titel waren entweder 10 Millionen Punkte oder 1 Million. Aber du kriegst ja für ein gewonnenes Duell maximal 20 Punkte. Und das halt aber nur am Anfang, wenn es halt auch eine gute Leveldifferenz oder Punktedifferenz ist. Sobald du irgendwann zu viele Punkte hast, kriegst du irgendwie nur noch maximal 4. Und dann wären das halt 250.000 Duelle oder so. Oder 200.000 Duelle oder so. Für den höchsten Titel jeder Klasse. Ich meine, welcher absolute Vollidiot würde das machen? Weißt du, wie lange das dauern würde? Das würde halt einfach 10, 20 Jahre dauern oder so. Auf chillig, quasi. 10, 20 Jahre auf chillig angelegt. Was ist eigentlich aus den Zeiten geworden? Muss man jetzt wirklich mal die berechtigte Frage stellen. Was ist eigentlich aus den Zeiten geworden, wo wir 2 Events zeitgleich hatten? Also, und ich meine jetzt nicht Wochenend-Events, sondern ich meine halt richtige Events. Wir hatten jetzt ja dieses ewig lange Summer Vacation. Ne, wie ist das nochmal? Doch, Vacation? Ne, das hat einen anderen Namen. Egal. Auf jeden Fall dieses Vacation-Event. Das ging ja 6 Wochen. Und jetzt haben wir wieder ein Event, das irgendwie 5 Wochen geht. Und ich meine, gut, das aktuelle Event ist auf jeden Fall besser als das, was davor lief. Okay. Weil es halt von den Belohnungen her besser ist und so. Ich meine, gut, Crab Meat war natürlich nicht schlecht, keine Frage, aber es war halt einfach kein spannendes Event. Es war einfach ultra langweilig. Du hast halt nur schnell Crab Meat geholt und das war das ganze Event im Endeffekt. Und da fragt man sich halt schon, was eigentlich passiert ist, weil es gab aber Zeiten, wo auch mal 2 oder 3 Events zeitgleich liefen oder so. Warum ist das nicht mehr so? What happened? Warum haben wir jetzt immer nur noch ein Event? Vor allem halt diese Generic-Events, klar kann man sagen, was man will, die sind langweilig. Ich sag mal so, welches Flive-Event ist nicht irgendwie ein bisschen langweilig? Du kannst es halt nur dadurch interessanter machen, dass du mehrere Events zeitgleich anbietest, wo sich die Leute dann wenigstens aussuchen können, was will ich überhaupt machen, auf welches Event habe ich Lust und dass du halt irgendwie jeden irgendwie mitnimmst, so ein bisschen. Aber halt ein Event und dann immer so ultra lange Events ist halt schon nicht gerade abwechslungsreich. Also halt ein Event 5 Wochen lang immer das gleiche, das ist halt bescheiden. Wenigere und dafür längere Events, weniger Arbeit für die Produzenten. Ja, so ist es. Es sind wenige und lange Events. Du willst ja nicht ein Jager-Special Mobs Power-Ups, Sedge, hab nichts mehr. Also ich finde, sie sollten das 2024 Anniversary Event, nee, New Year Event starten. Das war legit das beste Event bis jetzt eigentlich. Ein Bildposter mit dem Namen YY. Wenigstens AOE nicht. Findest du diese Entwicklung auch schlecht? Naja, ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn sie halt vor einem großen Update oder so sagen, naja, jetzt machen wir halt kein so krasses Update, weil wir halt so, kein so krasses Event, weil wir halt am Update arbeiten. Dann könnte man ja grundsätzlich verstehen, sag ich mal. Was macht der Typ da? Oh, der Violet ist hier.
Das Problem ist aber, das kannst du halt nur einmal rechtfertigen. Also, du könntest halt quasi einmal sagen: „Okay, jetzt machen wir einmal ein langes Event, weil wir brauchen ein bisschen mehr Zeit für das Update oder so.“ Dann können wir uns quasi die Zeit sozusagen für die Events sparen und mehr Zeit am Update investieren. Aber wenn du das halt monatelang machst, dann wüsste ich jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Das war ja das mit dem vorletzten Event oder so, immer diese Begrenzung, was soll ich mit 2 S-Pros anfangen oder 3-mal Upcuts? Meinst du beim Eintauschen? Ja, weiß ich auch nicht, warum sie das so hart begrenzen. Wahrscheinlich wegen Abuse oder so. Aber da ja eh alles sehengebunden ist, keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich auch wegen Bots einfach. Ja, Bot-User werden wahrscheinlich das Hauptproblem dabei sowas sein. Indem sie es für jeden Charakter limitieren, müsstest du dir halt hunderte bis tausende Bots erstellen, dass sich das lohnt. Damit wollen sie halt irgendwie einfach das unattraktiv machen. Sie wollen es halt so machen, dass es sich lohnt zu spielen, aber dass es sich nicht lohnt, es zu abusen, so ungefähr. Aber es ist natürlich Schwachsinn. Ich meine, also ich weiß nicht, ob das die Begründung ist. Das war jetzt nur eine Spekulation. Aber ich meine, man merkt ja in Flife eigentlich, dass das nichts bringt, weil ich meine, was jucken denn Bot-User oder so? Was jucken die denn bitte sehengebundene Products zum Beispiel? Also ich meine, klar, wenn sie die einfach mitbotten können, dann nehmen sie die natürlich mit. Ich meine, logisch. Aber an für sich, deswegen botten die ja nicht. Die botten ja für Penya, um das Penya dann zu verkaufen. Das ist ja denen ihr Businessmodell. Und es gab ja auch schon Events, da haben die Bots die Event-Items gar nicht aufgehoben. Wofür denn, wenn es keine Products gab? Und selbst bei Products, glaube ich, haben die teilweise die Event-Items nicht mal aufgehoben. Weil das wollen die ja gar nicht. Die wollen keine sehengebundenen Products auf ihren Bot-User-Accounts. Die wollen einfach nur Penya. Das juckt die überhaupt nicht. Also sollte das wirklich der Grund sein, weiß man jetzt nicht so genau, ob das überhaupt so viel Sinn ergibt. Muss man wirklich mal sagen. Weil sie haben ja die Mittel und Wege, das, sage ich mal, irgendwo einzuschränken und es so zu machen, dass wenn es die Entwickler sagen würde oder Gala sagen würde, ja, wir wollen nicht, dass das so ist, dass jeder 8 Chars spielt oder manche spielen ja auch noch viel mehr oder haben viel mehr Accounts oder so. Aber ist ja egal. Also, wenn die jetzt von Anfang an gesagt hätten, dass sie das nicht wollen, dann hätten sie es ja von Anfang an einschränken können, alle Events so gestalten können, dass sich das nicht lohnt und so. Und das hätte man wirklich alles so machen können. Und das haben sie halt einfach nicht gemacht und gefühlt machen sie immer wieder eher das Gegenteil. Eben, wie schon gesagt, dass die sogar Events gestalten, die sich erst dann wirklich lohnen, wenn du 8 Chars hast. Oder je mehr Chars du hast, desto besser. Und ich meine, da denkst du ja halt irgendwann auch so, ja, wollen die, dass jeder 8 Chars spielt? Oder wie funktioniert das genau? Also, da kann ich ja nichts dafür und niemand kann was dafür letztendlich. Dass das so ist. Und es nicht zu nutzen, nur wegen irgendwie, weil man sagt, Moral oder das ist ein Videospiel, also man kann es auch übertreiben, würde ich sagen. Also ich meine, man macht ja nichts Illegales. Das ist ja was anderes, wenn du jetzt hier anfängst zu botten. Ich meine, das ist natürlich was anderes. Aber wenn du nicht gegen die Spielregeln verstößt, ich meine, wüsste jetzt nicht, warum man sich da schlecht fühlen sollte. Und wie gesagt, das Spiel gibt einem gefühlt nur Gründe dafür, kaum Gründe dagegen. Ja. Also ich sag mal so, ne, was wirklich ein Game Breaker oder ein Game Changer, besser gesagt, wäre Tower F6 mit der Chance auf Fairness-Waffen. Und zwar eine erhöhte Chance, wie bei den AG-Waffen. Dass du eine bessere Drop-Chance im Tower hast, kannst du ihn ja auch nur einmal am Tag machen. Gut, zweimal, theoretisch. Einzige Einschränkung sollte halt sein, dass es nicht wieder zu krass wird, sollte halt sein, dass es kein Tower-Ticket F6 gibt. Also, dass das Tower-Ticket weiterhin nur bis F5 geht, weil das wäre wieder ein bisschen zu heftig. Denke ich. Ansonsten hättest du da die Einschränkung, jeder Charakter kann einmal Party, einmal Solo-Modus gehen, F6. Natürlich sollten die Giants dann schon ein bisschen stärker sein, dass es nicht zu einfach ist dann. Aber das wäre eigentlich perfekt, ja. Und das ist ja auch etwas, was sich viele Leute wünschen, F6, weil F5 ist halt irgendwann auch der... Ich meine, wie gesagt, auf 159 kriegst du 1,17 pro Tag. Das ist schon auch nice, weil ich meine, 1% auf 159 leveln, das ist so ein Minimum 10 Minuten auf jeden Fall. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer, die Tower Days zu machen, egal mit welchem Level. Aber es ist halt irgendwann schon witzlos, wenn du damit 160 oder 159 130er Monster tötest, so ein bisschen. Da ist halt dann schon irgendwann so der Moment, wo du dir denkst, dass das irgendwie sinnlos ist.
Oder keinen Sinn ergibt, besser gesagt. Sinnlos ist es nicht. Aus Questys Pet Food erstellen wir auch mega. Ja, das wird nicht kommen, leider. Die haben ja das komplett neue System mit den Berries und so. Das wird es nicht geben. Also das wäre mein einziger Wunsch eigentlich an das Update, weil ich sag mal so, dass das Update nicht ultra berauschend sein wird. Das steht mehr oder weniger schon fest. Deswegen ist mein einziger Wunsch, dass wir zumindest Tower F6 bringen. Mit Herneswaffen. Tower F6 ohne Herneswaffen wäre auch fein. Aber es wäre schon deutlich schlechter als mit Herneswaffen. Obviously. Ich meine, von mir aus auch Luzakas Crystal-Waffen. Bruh. Aber wahrscheinlich, also wenn überhaupt, wären es eher Herneswaffen. Ich meine, vielleicht, was kommen könnte, werden Rework. Ein Darkon 3 Rework wäre auch mal cool. Darkon 3 ist ja ein Area, wo man sich konstant eigentlich immer darüber beschwert, über verschiedene Sachen. Über das Gebiet von Shohama Gonguri, Kern mit den Gittern, mit den Hindernissen. Was ja für alle AoEler und Fernkämpfer einfach nur todesnervig ist. Manche Gebiete, die komplett gemieden werden aus diesen Gründen. Die Wüste. Ein einziges Trauerspiel. Wenn man über die Wüste redet, ist jeder immer nur angefressen irgendwie. Das wäre cool, wenn sie das mal noch machen würden. Das wäre zwar jetzt nicht mehr so, sag ich mal, spektakulär. Aber wenn man dann halt nächstes Jahr wieder auf dem FEC anfängt oder so, oder generell halt für Anfänger, ich meine, es wäre schon langfristig etwas Cooles. Ein Darkon 3 Rework. Ich meine, im Endeffekt müssen sie einfach nur die Wüste dreimal so groß machen und dann halt viele Hindernisse entfernen. Oder viele, in Anführungszeichen, Hindernisse entfernen. Also halt die ganzen Gitter und den ganzen Scheiß halt so machen, dass man da halt ganz normal einfach drüber laufen und Blinkpool drüber machen kann und so ein Scheiß halt. Also, so viel wäre das eigentlich. Ich glaube, das wäre gar nicht so viel Arbeit, ehrlich gesagt. Und spätestens, wenn man sich einen neuen Charakter hochzieht oder Master pusht, würde man sich drüber freuen. Das wäre jetzt so im Moment, wenn du so 160 bist und du farmst gerade im High-Level die ganze Zeit Dungeons und so, wärst du jetzt im ersten Moment so, okay, wen zum Teufel interessiert Darkon 3? Aber spätestens dann beim nächsten Mal wärst du dann schon so, oh nice, das ist jetzt besser und das haben sie entfernt und das ist jetzt weg und das ist größer und dann glaube ich schon gar nicht so bad. Oh. Aber ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was halt safe nicht kommen wird. Und wenn ich wählen müsste, Darkon 3 Rework oder F6, würde ich definitiv F6 nehmen. Aber das Darkon 3 Rework wäre schon auch cool. Es würde halt zeigen, dass sie tatsächlich mal auch Feedback annehmen, was nicht direkt neuen Content beinhaltet. Weil gefühlt antworten oder gefühlt gehen sie ja eigentlich immer nur, bei vielen Entwicklern so, jetzt nicht nur bei Gala, ist ja immer so, dass die halt vor allem auf das Feedback zu den neuen Features eingehen. Ich meine, das ist ja auch logisch. Aber das heißt ja nicht, dass es mit alten Features oder alten Content keine Probleme gibt. Ich meine, wie schon oft gesagt, die Wüsten-Feedbacks-Probleme, Darkon 3-Probleme, die haben sie gefühlt von Anfang an ignoriert. Da ist nie was passiert. Also besser später als nie. Wenn sie es jetzt endlich mal machen würden. Finally. Make Darkon 3 playable again. Weder noch kommt, sagst du? Ja, also ich würde sagen, dass eins von beiden kommt, ist so 25% Wahrscheinlichkeit. Also Darkon 3, würde ich sagen, hat so eine 1% Wahrscheinlichkeit. F6 wahrscheinlich so 24%. Zusammen 25%. Flyth und Cheater, das kann nicht passen. Diese Community cheatet nicht und hält sich an die Spielregeln. Du hast gerade genau nicht die Flyth-Community beschrieben. Keine Ahnung, welche Community du beschrieben hast, aber nicht die Flyth-Community. That's for sure. Redest du von Medomet, Sir? Medomet-Wurst? Die neue Metwurst von Medomet.
Seh schon, komm, nächsten FEC gehst du zu deinem Chef ins Büro, scheißt ihm auf den Schreibtisch, kriegst eine fristlose Kündigung und dann wird richtig reingegrindet. Die Löschung des Servers. FEC wird doch in einem Monat gelöscht. FEC-Server wird in einem Monat gewiped. Got him. Nee, Totemia. Oh, ja, das wäre ganz cool. Da hätte ich jetzt so grundsätzlich auch nichts dagegen. Die Kohlensäure ist natürlich direkt aus der Quelle. Ja, yeah, das ist die berühmte alte Kohlensäureader. Aus dem Jahre 1687. Die hat Theodor Kohlensäure entdeckt und hat ihn zum reichsten Mann Europas gemacht. Diese Entdeckung. Verdammter Lacker. Das war quasi der erste Luzakas Crystal X Drop im Real Life. Einfach Theodor Kohlensäure. Einfach der OG. Einfach Theodor Kohlensäure.